Stanwicks Herrenhaus. Captain Stanwick wohnt in einem großen Herrenhaus ganz in der Nähe. Es befindet sich in derselben Straße wie Mr. Barnes' Buchhandlung. Wir haben doch vorhin per Zufall irgendwie so ein Riesenhaus gesehen. Das ist doch das große Herrenhaus. Sieht mir so aus. Leute, ich kann es gar nicht glauben, dass ich das Spiel gerade spiele. Ich raff's gerade gar nicht. Und die Kamera auch nicht. Weil ich liebe Sherlock Holmes. Ich weiß, das Spiel, also ich habe es irgendwie bei keinem anderen YouTuber so wirklich gesehen. Also den ich kenne. Ist jetzt kein so ein bekanntes Spiel, aber ich lieb's einfach. Yes, it's here. I see it. See it! Okay. Mann, ey. Hello? Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimihia, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimihia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. Tell me about Kimihia. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. I take it this is the first time Kimihia has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Is there any reason Kimihia may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Did Kimihia make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Ermittlungsort gefunden. Also. Kimihia. Captain Stanwicks Bediensteter ist spurlos verschwunden. Laut dem Captain sei dies ungewöhnlich, da Kimihia das Anwesen normalerweise nie verlassen würde und sich aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse nicht verständigen könnte. Kimihia ist ein Maori und Captain Stanwick beschrieb ihn als sehr groß und kräftig. Zudem soll sein Körper tätowiert sein, wie es bei den Maori üblich ist. Captain Stanwick vermutet, dass Kimihia vorletzte Nacht verschwunden ist, da er ihm gestern nicht wie sonst die Morgenzeitung gebracht hat. Der Bedienstete ist in einem Schuppen im Garten untergebracht.
Wohin führt Kimihias Spur? Okay, ich würde jetzt erstmal schauen, dass wir uns hier umschauen. Da fehlt ein Kopf. Chewing tobacco. Chewing tobacco. Wie mache ich das? Looks like a knee print. Knieabdruck. Hat sich jemand versteckt? A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Mit genügend Hinweisen kann Sherlock vergangene Geschehnisse rekonstruieren. Durch Drücken von RB werden wirbelnde Symbole angezeigt. Interagiere mit einem dieser Symbole, um zu beginnen, und rekonstruiere dann den Hergang. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. A scrap of Hessian. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. A small navy spyglass. Gut. Fernrohr. Im Eingangsbereich von Kimihias Schuppen lag ein Fernrohr auf dem Boden. Schloss mit ungewöhnlichem Schlüsselloch. Die Tür lässt sich offensichtlich nur mit einem nach rechts gebogenen Schlüssel öffnen. Jemand hat an einer Stelle des Gartens Kautabak ausgespuckt. Der abgenutzte Sohle nachzuurteilen, handelt es sich um Stiefel eines Mannes aus der Arbeiterklasse. Hinter der Statue hielt sich jemand für eine Weile versteckt und kaute dabei Kautabak. Die Person trug Stiefel der Größe 11. Okay. No air coming through it. Mutton chops. The remains of a meal. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. The ashes are long since cold. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? A Maori nose flute. Ngurus, they're called. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. In Kimihias Schuppen liegen Kleidungsstücke, die aus Sackleinen genäht wurden. In der Feuerstelle entdeckten wir neben den Überresten einer Mahlzeit ein verkohltes Kügelchen. Der unverwechselbare Geruch lässt nur einen Schluss zu. Es handelt sich dabei um eine narkotisierende Substanz. Could have left these tracks. They seem fresh. Parallel verlaufende Spuren, Räder.
Spuren verlaufen parallel mitten durch den Garten. Sie sehen frisch aus. Ach, hier. Holzscheite dorthin geworfen. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Da müssen noch irgendwo so Spuren sein. Hier. Ungewöhnliche Form nach links gebogen. Schlüsselabdruck fehlt. An den Haken in Kimihias Schuppen hängt kein nach rechts gebogener Schlüssel, allerdings befindet sich unter einem leeren Haken Spuren, die zu solch einem Schlüssel passen. Okay, das können wir dann alles mit dem Typi besprechen. Soweit ich weiß. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimihia and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimihia's? Yes, I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Has Kimihia ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimihia's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Do you happen to know Kimihia's shoe size? I wouldn't have the foggiest, but I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimihia's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Okay. Laut Captain Stanwyck konsumiert Kimihia keinerlei Tabakwaren. Captain Stanwyck bestätigt, dass Kimihia stets Kleidung aus Sackleinen trägt. Das ist wirklich toll. Laut Captain Stanwyck haben nur er und Kimihia einen Schlüssel für dieses einzigartige Schloss. Gut, wir können auch etwas... wir können... okay, wait. Nee, das andere. Dann... Ich weiß auch nicht. Das kann ja auch jemand anderes genommen haben. Den Schlüssel. Oh, das kann natürlich gut sein, ne? Is this a Tanifa, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. Das ist doch irgendwas falsch, Hilfe. What's wrong? Das nicht. Das auch nicht. Das da. Dann wird's wohl das sein. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimihia went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimihia inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder,
Kimihia had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Eieiei. Okay, dann können wir mit dem einen noch quatschen. Complicated here, complicated. Yo. You'd best have found something by now, gentlemen. I found the residue of narcotics in Kimihia's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. I fear that someone may have spied upon Kimihia. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimihia never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimihia was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimihia's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimihia, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know? Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people, your selfish attitude to a man's kidnapping. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Captain Stanwyck hat uns endlich den Schlüssel für die Hintertor in seinem Garten gegeben. Hintertür. Ja. Juhey. Das ist schon wieder ein super sympathischer Dude. Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone. Wheels picked up grass along the way. Kimihia's cart, I gather. Roy Soulsby. Could that be the name of our man? A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done. Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Seemannsknoten, so. Die Karrenspuren führen zu Kimihias Karren. In der Nähe des Karrens haben wir eine Geldbörse gefunden, die nicht Kimihia gehören kann.
Am Ort von Kimihias Entführung haben wir eine kleine Visitenkarte gefunden. Darauf steht Roy Soulsby, London. Geldbörse mit Salpeterflecken. In der Gasse hinter Captain Stanwicks Herrenhaus fanden wir eine Geldbörse, die womöglich dem Entführer gehört. Darauf befinden sich Flecken einer sonderbaren Substanz. Dr. Watson bestätigt, dass es sich dabei um Kaliumnitrat handelt, besser bekannt als Salpeter. Kimihia wurde von einem Seemann entführt. Der Entführer ist ein Seemann, ein spezieller Knoten, ein Marinefernrohr und Stiefelabdrücke, die auf einen Mann aus der Arbeiterklasse hindeuten. Das alles lässt nur einen Schluss zu. Kimihias Entführer ist ein Seemann. Alle Hinweise deuten auf den Londoner Hafen. Kimihias Spur führt zum Londoner Hafen. Wir wissen nun, dass Kimihias Entführer wahrscheinlich Seemann ist, dass sich auf seiner Geldbörse Rückstände von Salpeter befinden und dass es am Londoner Hafen vor kurzem einen Unfall mit Salpeter gab. Alles deutet darauf hin, dass wir unsere Suche nach Kimihia am Londoner Hafen fortsetzen müssen. Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen so schnell wie möglich eine Droschke finden, die uns zum Londoner Hafen bringt. The Strand proved not so useless after all. The saltpeter accident, Doctor, do you recall? The Port of London, of course. The footwear, the spyglass. Indeed. We shall need to take a cab there. Was ist eine Droschke? What the heck? What does it say? No seams or torn fabric on this doll. Likely one-legged by design. Willkommen zur Schnitzeljagd. Hallihallo, ihr Straßentauben und Dachkrähen. Eine neue Schatzsuche erwartet euch. Mit dem Hinweis, den ihr gerade in den Händen haltet, könnt ihr eine Puppe finden. Wird es euch gelingen, sie alle aufzuspüren? The treasure hunt. Used to do lots of those in my childhood for myself and... Is it a call for help? A bad joke? Or both. Better not risk leaving this matter ignored, don't you think? Puppe eines Mädchens. Die Puppe eines Mädchens mit nur einem Bein. Auf ihrer Brust befindet sich ein A. Hallihallo, ihr Straßentauben und Dachkrähen. Ja, genau, das haben wir. Ist das... Nein. Droschke? Eine Droschke? Was ist das? Ist das eine Droschke? Ah. Unnaturally bent legs, yet they look to be a design choice. Seems to be for me. Entschuldigung. Schnitzeljagd ist wichtiger erstmal. Zwar beim Blumenladen und beim Bücherladen. So, und da ist ein Tor. Muss es irgendwo sein. A model of a homely room and fireplace. Chimney bears a peculiar form, like it's meant to have something put inside. Die Puppe eines kleinen Jungen mit abgewinkelten Beinen. Auf der Puppe befindet sich ein T. In einem unscheinbaren Hinterhof wurden Miniaturen mit eingebautem Mechanismus aufgestellt. Eine der Miniaturen stellt ein gemütliches Zimmer mit Kamin dar. Oh! Tom. Tom. Looks like a factory to me. Wonder what could get the gears inside moving. A small minecart. Endearing, if disturbing.
Looks like putting something in the slot may get the gears inside to move. Okay. Anne. Gut. Okay. Padlocks have names etched onto them. Anne, Tom, Charles. Willkommen zur Schnitzeljagd. Hallihallo, ihr Straßentauben. Ja. Die haben wir schon gefunden. Okay. Wir haben einen Schrank mit 3 Vorhängeschlössern entdeckt. In jedem dieser Vorhängeschlösser wurde ein Name eingraviert. Da ist irgendwie ein Park, so eine Statue. Und da finde ich die andere Puppe. Ist nur fraglich, wo das ist. Ich möchte nämlich alle Aufgaben schaffen. Und nichts verpassen. Okay. In seinem Garten? Denke ich nicht. Okay, dann kann es eigentlich nur da sein, wo wir wohnen. Hier. Da. Ha. Gotcha. What's this? A miner with a sooty face. At least, in doll form. Perfekt. Geh mir aus dem Weg. Boi. Wo war das nochmal? Hier. Charles. So, und dann können wir das aufmachen. Last doll seems recently made. Totenscheine. N. Coldrain, Alter 12, Todesursache, Blutverlust aufgrund einer Beinverletzung. Tom Gill, Alter 5, Todesursache, Rauchvergiftung. Charles Potter, Alter 14, Todesursache, Verbrennung. Mary, Charles, Anne und Tom. Tom, Charles, Anne, and Mary. Für die klügste Taube von allen. Du hast es geschafft, du hast den letzten Schatz gefunden. Dies war allerdings nicht nur der letzte Schatz dieser Schnitzeljagd, sondern mein letztes Werk überhaupt. Für viele von euch, meine lieben Straßentauben, waren meine Rätsel der einzige Lichtblick in eurem tristen Dasein. Dieses Licht strahlte jedoch nur so hell, weil es von völliger Dunkelheit umgeben war. Nach dem Tod von Charlie, dem dritten von uns Vieren, wich jedoch selbst das letzte Quäntchen Freude aus meiner Seele. Das Leben hat uns gezwungen, einer Arbeit nachzugehen, die wir eigentlich gar nicht tun sollten, und uns damit den letzten Funken Leben ausgehaucht. Jeden Abend habe ich dafür gebetet, dass ich den nächsten Tag nicht mehr erleben muss. Einen Tag, an dem ich wieder die Schornsteine hinabklettern, den schrecklichen Rauch einatmen und das Geschimpfe der Arbeiter erdulden würden müsse. Dabei habe ich nie gelernt, wie man richtig betet.
Meine Freunde dachten immer, ich sei die stärkste von uns, aber mit jedem Tod fühlte ich mich mickriger und schwächer, bis ich irgendwann gar nichts mehr fühlte. Daher sage ich, lebe wohl. Ich hoffe, eines Tages werdet ihr Tauben euch alle emporschwingen und über das Meer fliegen. Und dann werdet ihr vielleicht in einer besseren Welt landen, in der ihr nicht mehr gezwungen seid, euer Leben für einen vollen Magen wegzuwerfen. Not sure I like the treasure hunt's ending. Could we really have saved her, Holmes? No. Solving this crime is beyond my reach. It is society who must work on sparing children from death by hard labor. Watsons schnittiger Anzug. Die Träume der Kindheit. In der Umgebung der Baker Street hatte jemand an mehreren Stellen Puppen versteckt. Sie gehörten zu einer Schnitzeljagd, um im Elend lebende Straßenkinder aufzuheitern. An jeder Puppe war ein Hinweis befestigt und die Hinweise führten uns schließlich in einen unscheinbaren Hinterhof. Dort entdeckten wir einen Schrank, dessen Inhalt uns die Hintergründe zu dieser Schnitzeljagd offenbarte. Ein Mädchen hatte sich dieses Spiel ausgedacht, nachdem ihre Freunde als ausgebeutete Kinderarbeiter ums Leben gekommen waren. Sie wollte ein Lichtblick im tristen Dasein der Straßenkinder sein, war jedoch letztendlich selbst am Schicksal der elend lebenden und sterbenden Kinder zerbrochen. Dies war ihre letzte Schnitzeljagd und sie sollte zu ihrem Abschiedsbrief führen. Über den Verblieb des Mädchens wissen wir nichts, doch die Puppe eines Mädchens, die wir ebenfalls im Schrank fanden, lässt nichts Gutes erahnen. Die Puppe treibt im Wasser unterhalb einer Brücke. So, dieser Anzug ist neu. Schnittiger Anzug, Watson. Schnittiger Anzug. Okay, also ist die Welt immer in so kleine Teile aufgeteilt. Ist vielleicht auch ganz gut so. Hier können wir nichts mehr machen. Where to, Gav? The Port of London, please. Gut, dann gehen wir zum Hafen. Zweites Kapitel, die blutrote Nacht. Tadam. Londoner Hafen. Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. I did not take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps, before the war, my time abroad was difficult. Once, I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor. After that... Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer, and placed the rosary on a rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued. Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. Without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimihia?